Geldautomat leicht erklärt, Schritt für Schritt lernen. Guten Morgen, Lukas. Du wolltest doch wissen, wie man einen Geldautomaten benutzt, oder? Ja, genau. Ich habe noch nie alleine Geld abgehoben oder andere Funktionen ausprobiert. Ich möchte alle Schritte verstehen. Kein Problem. Wir gehen jetzt zusammen Schritt für Schritt durch. Schau, hier ist der Geldautomat. Zuerst brauchst du deine Bankkarte. Hast du sie dabei? Ja, ich habe meine EC-Karte hier. Moment, hier ist sie. Gut. Zuerst schiebst du die Karte in den Kartenschlitz. Die meisten Geldautomaten haben eine Markierung, in welcher Richtung die Karte eingesteckt werden muss. Achte darauf, dass der Chip vorne ist und nach oben zeigt. Okay, so? Genau so. Jetzt solltest du auf dem Bildschirm eine Begrüßung sehen. Normalerweise fragt der Automat jetzt nach deiner PIN. Ja, hier steht, bitte geben Sie Ihre Geheimzahl, PIN ein. Gib jetzt deine 4-stellige PIN über das Tastenfeld ein. Achte darauf, dass niemand hinter dir steht und deine PIN sehen kann. Alles klar? Perfekt. Jetzt kannst du zwischen verschiedenen Optionen wählen. Die gängigsten sind Bargeld abheben, Kontostand anzeigen, Überweisungen tätigen, Handy aufladen oder Guthabenkarte aufladen. Je nach Bank können die Menüs etwas anders aussehen, aber im Prinzip ist es ähnlich. Ich möchte als erstes lernen, wie man Geld abhebt. Das ist ja die häufigste Aktion. Dann wählst du jetzt die Option Bargeld abheben. Oft steht da auch Auszahlung oder einfach abheben. Hier sehe ich Bargeld abheben. Ich drücke drauf. Nun fragt der Automat in der Regel nach dem Betrag. Manche Automaten haben feste Beträge wie 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro oder du kannst einen individuellen Betrag eingeben. Ich sehe hier Standardbeträge. Ich nehme mal 50 Euro. Gut. Nach der Auswahl wird er dir den Vorgang bestätigen. Du musst vielleicht noch einmal auf Weiter oder OK drücken. Danach wird das Geld ausgegeben. Anschließend kannst du deine Karte entnehmen. Achte darauf, immer zuerst die Karte und dann das Geld zu nehmen. Manche Automaten geben zuerst das Geld, manche zuerst die Karte. Hier steht, bitte entnehmen Sie Ihre Karte. Ich nehme die Karte raus. Jetzt kommt das Geld. Ja, 50 Euro sind da. Super, das hat geklappt. Perfekt. Jetzt weißt du, wie man Bargeld abhebt. Möchtest du auch wissen, wie man den Kontostand abfragt? Ja, gerne. Dann stecke die Karte noch einmal rein und gib deine PIN ein. Okay, wieder im Hauptmenü. Jetzt wähle ich Kontostand anzeigen, richtig? Genau. Nach der Auswahl wirst du deinen aktuellen Kontostand auf dem Bildschirm sehen. Manche Automaten bieten dir auch an, eine Quittung zu drucken. Hier ist mein Kontostand. Es gibt auch die Option Quittung drucken. Soll ich das mal machen? Ja, druck dir ruhig eine Quittung aus. Dann hast du einen Beleg. Drücke einfach auf Quittung drucken oder Beleg drucken. Gedruckt. Hier ist die Quittung. Alles klar. Das war einfach. Super. Jetzt weißt du, wie du Geld abhebst und deinen Kontostand abfragst. Willst du wissen, wie man Überweisungen an andere Konten tätigt? Ja, das ist wichtig. Manchmal muss ich Rechnungen zahlen und wenn ich unterwegs bin, ist das praktisch. Gut, stecke deine Karte erneut ein und gib die PIN ein. Fertig. Jetzt suchst du die Option Überweisung oder Übertragungen. Manche Automaten nennen es auch Banking-Funktionen oder Transaktionen. Ich sehe Überweisung EU-Überweisung. Ich wähle das mal aus. Nun fragt der Automat nach dem Empfängerkonto. Du musst die IBAN des Empfängers eingeben. Jede Überweisung braucht eine IBAN und meist auch den Empfängernamen. Verstehe. Also tippe ich die IBAN mit den Buchstaben und Zahlen über das Tastenfeld ein? Genau, du wirst merken, dass bei Buchstaben meist ein eigenes Eingabefeld auf dem Bildschirm erscheint, wo du zwischen Buchstaben blättern kannst.
ist aber von Automat zu Automat unterschiedlich. Danach gibst du den Betrag ein, den du überweisen möchtest, und einen Verwendungszweck, zum Beispiel Miete. Aha. Und wenn ich alles eingegeben habe, drücke ich auf Bestätigen oder OK. Ja, genau. Der Automat zeigt dir dann eine Zusammenfassung. Wenn alles stimmt, bestätigst du erneut und die Überweisung wird ausgeführt. Zum Schluss kannst du wieder eine Quittung drucken lassen, wenn du möchtest. Okay, das klingt logisch. Und was ist mit Handyguthaben aufladen oder ähnlichen Funktionen? Dafür gehst du wieder ins Hauptmenü. Karte rein, PIN eingeben. Dann suchst du nach Handy aufladen oder Mobilguthaben. Dort wählst du deinen Anbieter aus, gibst deine Handynummer ein und den gewünschten Betrag. Dann bestätigst du das Ganze und dein Prepaid-Guthaben wird erhöht. Das ist ja praktisch. Und wie ist es mit einer Guthabenkarte, zum Beispiel für Online-Shops oder Geschenkkarten? Dafür gibt es manchmal die Option Prepaid Services oder Guthabenkarten. Dort wählst du aus, für welchen Anbieter du eine Karte möchtest. Dann entscheidest du den Betrag. Der Automat druckt dann meistens einen Code aus, den du online einlösen kannst. Verstehe. Kann ich auch Einzahlungen machen oder Geld auf mein Konto einzahlen? Bei einigen Geldautomaten, die Ein- und Auszahlungsfunktionen haben, kannst du auch Bargeld einzahlen. Dafür steckst du einfach deine Karte rein, wählst Einzahlen und legst das Bargeld in das dafür vorgesehene Fach. Der Automat zählt das Geld und zeigt dir den Betrag an. Dann bestätigst du und das Geld ist auf deinem Konto. Und Schecks einzahlen? Das ist abhängig von der Bank und dem Automaten. Manche haben einen Einzugsschlitz für Schecks. Du wählst dann Scheck einzahlen, legst den Scheck ein und der Automat scannt ihn. Aber das ist nicht immer verfügbar. Gut zu wissen. Was mache ich, wenn die Karte mal stecken bleibt oder der Automat sie nicht wieder rausgibt? Bleib ruhig. Schau, ob auf dem Bildschirm eine Meldung steht. Oft ist es ein technischer Fehler. Du kannst dann deine Bankfiliale anrufen oder in die Filiale gehen, um die Karte wiederzubekommen. Wenn der Automat in einer Bankfiliale steht, gibt es meistens einen Kundenservice, der dir hilft. Und wie gehe ich am sichersten mit meiner PIN um? Gib deine PIN immer diskret ein, decke die Tastatur mit der Hand ab. Teile sie niemandem mit, auch nicht Bankangestellten. Und wechsle die PIN von Zeit zu Zeit, wenn du dich damit besser fühlst. Gute Tipps. Ich habe jetzt gelernt, wie man Geld abhebt, Kontostand abfragt, Überweisungen macht, Handy auflädt, Guthabenkarten kauft und sogar Geld einzahlt. Gibt es noch andere Funktionen? Manchmal kannst du noch Daueraufträge verwalten oder deine PIN ändern. Daueraufträge einrichten ist aber oft komfortabler über Online-Banking. PIN-Änderung kann hier am Automaten gehen. Du wählst einfach im PIN ändern aus, gibst deine alte PIN ein und dann eine neue. Anschließend bestätigst du. Alles klar. Und wenn ich mal eine Quittung brauche, um jemandem zu zeigen, dass ich Geld abgehoben habe? Einfach am Ende des Vorgangs Quittung drucken auswählen. Die meisten Automaten fragen dich von selbst, möchten sie eine Quittung? Dann drückst du Ja und schon hast du eine. Und was ist, wenn ich aus Versehen die falsche Taste drücke? Meistens kannst du über die Abbruchtaste den Vorgang stoppen und wieder von vorne beginnen. Und wenn du dich total vertan hast, einfach die Karte rausnehmen, kurz warten und erneut beginnen. Verstanden. Ich fühle mich jetzt viel sicherer. Gibt es ein Limit, wie viel Geld ich am Automaten pro Tag abheben kann? Ja, meistens gibt es ein Tageslimit. Das kann je nach Bank und Kontotyp unterschiedlich sein, zum Beispiel 500 oder 1000 Euro am Tag. Wenn du mehr brauchst, musst du zur Schalterhalle gehen oder es vorher mit der Bank vereinbaren. Und kann ich hier auch mein Kreditkartenkonto abfragen? Wenn deine Kreditkarte von derselben Bank stammt und der Automat das unterstützt, dann ja. Einfach die Kreditkarte anstelle der EC-Karte einstecken, PIN eingeben und prüfen, welche Optionen angeboten werden. Verstehe.
Gibt es noch etwas, worauf ich achten sollte? Achte darauf, dass du immer genau nachsiehst, ob der Automat manipulierbar aussieht. Wenn etwas Seltsames an der Karteneinführung oder der Tastatur angebracht ist, benutze den Automaten lieber nicht. Sicherheit geht vor. Das ist ein guter Hinweis. Also, immer vorsichtig sein, Karte nicht vergessen, Quittungen mitnehmen oder vernichten und die PIN geheim halten. Genau. Und überprüfe regelmäßig deine Kontoauszüge, ob alle Abbuchungen stimmen. So merkst du schnell, wenn etwas nicht stimmt. Danke, Martha. Ich habe jetzt das Gefühl, wirklich alle wichtigen Funktionen zu kennen. Sehr gut. Hast du noch Fragen? Eine noch. Wenn ich einen Fehler beim PIN-Eingeben mache, was passiert dann? Du hast normalerweise 3 Versuche. Wenn du 3-mal falsch eingibst, wird die Karte gesperrt. Dann musst du zur Bank gehen, um sie wieder freizuschalten. Dann werde ich lieber vorsichtig sein. Ich denke, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen, Lukas. Jetzt bist du bestens vorbereitet, um alle Funktionen des Geldautomaten selbstständig zu nutzen. Super. Dann werde ich beim nächsten Mal ganz entspannt alleine Geld abheben und mein Guthaben checken. Das freut mich. Wenn du doch noch Fragen hast, kannst du mich jederzeit fragen.